Rage on that beat, going crazy. Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den EX8. Und ja, wie ihr seht, ich sitze im EX8. Und zwar ist der EX8 jetzt wieder zurück auf die Straße. Manche haben es schon gesehen bei Instagram, dass ich den schon gefahren habe. Ich bin auch schon so ungefähr 700 Kilometer gefahren. Sprich, Motor ist noch nicht ganz eingefahren. In dem Video wollte ich so ein bisschen darüber reden, was das Ganze so gekostet hat. Beziehungsweise die Fragen, die ihr mir am meisten gestellt habt, wollte ich einmal ein bisschen beantworten. Und ja, vielleicht noch, was jetzt in Zukunft mit dem Auto passiert oder was ich jetzt noch in Zukunft mit dem Auto mache, weil das Auto ist jetzt neu aufgebaut und da wird noch natürlich ein bisschen was kommen. Wie ihr vielleicht hören könnt, vielleicht, ich weiß es nicht, ist da auch schon was passiert, aber das kommt in einem späteren Video. Auf jeden Fall, die Frage, die ich glaube ich am meisten gestellt bekommen habe, direkt nach der Frage, wie viel das Ganze jetzt gekostet hat. Die meistgestellte Frage war, glaube ich, wo ich meine Teile herbeziehe, beziehungsweise wo ich die ganzen Teile gekauft habe. Und das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe die meisten Teile, glaube ich, vom Wankel Shop und Wankel Motorbüro, dann noch von Essex Rotary aus England und von einer Firma, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Da habe ich das ganze Dicht-Set gekauft, mit halt Apex Seals, Side Seals und sowas. Ich weiß nicht mehr, wie der Name heißt, die werden jetzt hier unten einfach einblenden, dann seht ihr es. Ja, und die ganzen, Racing Beat Europe, so heißen die, genau. Da habe ich die ganzen Side Seals, Apex Seals und sowas hergekauft. Ich glaube, den ganzen Motordichtsatz, so mit Wasserdichtung und Krümmerdichtung und sowas. Ich glaube, das meiste habe ich da vom Wankel Shop oder Wankel Motorbüro, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ja, und da kommt auch gleich die Frage auf, oder eine sehr häufig gestellte Frage, wie viel das Ganze jetzt kostet, den Motor zu revidieren, beziehungsweise den Motor komplett neu aufzubauen. An sich, ich musste bei mir relativ viel machen. Ich musste einmal natürlich die ganzen Sachen überarbeiten lassen, also neu einschleifen lassen und sowas, also revidieren lassen halt. Da habe ich natürlich einmal die Seitenplatten, also die 3 Seitenplatten und die beiden Gehäuse, die habe ich einmal revidieren lassen. Ich glaube so ungefähr 250 € pro Stück, also kann man da ganz gut mit 1250 € rechnen, irgendwie sowas in dem Bereich. Was ich noch neu haben musste, ist einmal die Exzenterwelle. Die muss ich einmal nochmal komplett neu haben, weil mir ja der Rotor mit dem Rotor-Bearing, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, mit dem Rotorlager genau, ist da halt, habe ein paar schöne Umdrehungen gemacht und mir das Ganze da richtig schön weggerissen bzw. abgefressen. Das muss ich nochmal neu haben. Also die Exzenterwelle, ich glaube, die hat irgendwas um die 300 € gekostet. Und ich musste nochmal einen Rotor neu haben. Den Rotor musste ich aber auch nur neu haben, weil ich den Rotor zum Lager einpressen geschickt habe, zu einer Firma. Und leider kam die zurück kaputt, beziehungsweise es war eine Ecke von dem Rotor, war eingedrückt, wo ein Side Seal reinkommt. Wo ein Corner Seal reinkommt. Das war leider eingedrückt. Deswegen muss ich mir nochmal einen neuen Rotor kaufen, der 250 € kostet, halt einmal gebraucht natürlich. Ansonsten das Motordichtset mit Side Seals und sowas. Das hat um die 1000 bis 1200 € gekostet. Und dann brauche ich natürlich noch neue Rotorlager, die ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel gekostet haben. Auf jeden Fall, den Preis seht ihr jetzt und da seht ihr auch, wie viel das Ganze gekostet hat. Ich werde so eine kleine Kostenauflistung machen, denke ich. Noch eine, nicht häufige Frage, aber noch eine Frage, die relativ häufig gestellt wurde, ist einmal, was habe ich jetzt am Motor geändert, beziehungsweise habe ich irgendwas am Motor geändert, oder ist das einfach alles so Stock, wie es vorher auch war? Ich habe jetzt 2 Sachen am Motor geändert, die nicht Serie sind. Ansonsten habe ich alles, Apex Seals und sowas, alles Serie, alles OEM, alles von Mazda, also da nichts Krasses gekauft oder sowas, irgendwie verstärkte Apex Seals oder sowas, weil ich mit dem Auto bzw. mit dem Motor jetzt nicht unbedingt Boost fahren wollte, da ich auch nicht den Sinn gesehen habe, da jetzt Apex Seals zu kaufen, die noch teurer sind oder die halt teurer sind. Die beiden Sachen, die ich am EX8 Motor verändert habe, die nicht mehr Serie sind, ist einmal ein Öldruckerhöhungskit, was halt, wie es der Name schon sagt, den Öldruck erhöht, damit man höheren Öldruck fährt. Und was
noch geändert wurde, ist einmal vorne das, ich glaube, heißt es da? Es heißt auf jeden Fall Dummy Pellet. Ich weiß nicht genau, wie das so richtig heißt, also wie das normale Serienteil heißt, aber das kommt auf jeden Fall vorne in den Exzenterschaft oder in die Exzenterwelle kommt es halt rein und lässt, sobald sich der Motor aufwärmt, beziehungsweise wenn der Motor halt warm wird, lässt er mehr Öl, also spritzt er mehr Öl ein in die Bearings, also in die Rotoren und sowas. Normalerweise, ja, wie ich gerade gesagt habe, serienmäßig öffnet das halt, wenn der Motor warm wird. Und ich habe das jetzt eingebaut, also diesen Dummy. Der sagt halt direkt Vollgas, komplett Öl, schmeiß rein. Öl muss jetzt in den Motor rein. Und da hat man halt, wenn der Motor kalt ist, ein bisschen mehr Ölschmierung, beziehungsweise ja, ist halt mehr Öl vorhanden, um das Ganze zu kühlen bzw. zu schmieren. Ja, die beiden Sachen habe ich eingebaut. Das sind jetzt die beiden Sachen, oder das sind jetzt die einzigen beiden Sachen, die ich da jetzt irgendwie in irgendeiner Sinne modifiziert habe, sage ich mal so. Ansonsten habe ich halt nichts anderes gemacht. So, noch eine häufig gestellte Frage war, ob man irgendwas Besonderes braucht für einen RX8, beziehungsweise um den Motor neu zu bauen. An sich braucht man nichts Besonderes. Die einzige besondere Sache, die man wirklich braucht, ist eine 54er Nuss. Die Nuss braucht man dafür, um hinten die Mutter am Motor abzunehmen. Oh Gott, das haben wir eine 54er Mutter. Das ist das einzige Teil, was man so wirklich braucht, also das einzige spezielle Teil, was man wirklich braucht, den Motor auseinanderzunehmen. Ich kann auch noch empfehlen, so einen Breaker-Bar, ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, sowas zu kaufen, weil die Nuss hinten, genauso wie die Schraube vorne an der Exzenterwelle, oder die in die Exzenterwelle reingeschraubt wird, vorne am Motor, die sind sehr, sehr stark drin. Hinten wie die, also hinten am Motor an der Kupplung wie die, glaube ich, mit irgendwie 300 noch was Newtonmeter. Stimmt, man braucht noch einen krassen Drehmomentschlüssel. Man braucht noch einen, der über 300 Newtonmeter schafft. Das sind so eine richtig großen Drehmomentschlüssel. Den braucht man auch noch. Ja, vorne braucht man, ich glaube, irgendwie einen 120 Newtonmeter Drehmomentschlüssel, nichts Besonderes. Aber man muss halt damit sehr, sehr viel Kraft drauf gehen. Deswegen da irgendwie eine lange Verlängerung haben, irgendwas, wo man die Dinger aufmachen kann. Da ist mir auch eine Ratsche, glaube ich, hops gegangen, was ein bisschen doof ist. Aber ja, ansonsten braucht man denn nichts Besonderes. Ein Buch, was mir sehr stark dabei geholfen hat, was ich von Racing Beat Europe habe, ist dieses Engine Building Manual, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Da ist die Kamera kurz ausgegangen. Das Buch hat sehr, sehr stark dabei geholfen, weil da stand halt alles drin, was man wissen muss, wie man einen RX8-Motor zusammenbaut. Deswegen kann ich auch noch jedem empfehlen, der so einen Motor neu baut. Kauft das Buch. Das kriegt man bei Racing Beat Europe. Kriegt man gleichzeitig dazu, wenn man so ein Motor-Neu-Aufbau-Set kauft. Deswegen habe ich es direkt gekriegt und ja, hat sehr, sehr gut geholfen. Gerade was man wissen muss, dass die Sideshields so ein bisschen, also so an einer Seite sind und nach außen hin so einen Keil haben, sage ich jetzt einfach mal. Und da steht da halt alles drin. Das waren die häufigsten Fragen, die mir so gestellt wurden an sich. Ja, jetzt wollte ich noch mal ein bisschen so was sagen, was ich noch machen möchte, beziehungsweise was noch an dem Auto geändert wird. Erstmal wird motortechnisch ein bisschen was geändert. Da wird erstmal so viel geändert, dass der Motor auch wirklich haltbar wird oder ist. Thema Kühlung zum Beispiel ist eine Sache, wo der Wankelmotor jetzt so ein bisschen Lehm, sage ich jetzt mal so, ein bisschen mehr Lehm rauszieht. Dann kommt noch eine neue Ölwanne, weil die Ölwanne, die ich jetzt drunter habe, ist kaputt. Ist ein bisschen doof. Da habe ich über eBay eine Ölwanne gekauft und die ist komplett durchgerostet, was ein bisschen blöd ist. Und halt so kleine Sachen, so Zündung zum Beispiel auch noch. Ja, und noch so ein paar Sachen. Deswegen, es kommen jetzt erstmal ein paar RX8-Videos in nächster Zeit, immer verteilt, beziehungsweise im Dreh mit RX7 und MX5 und sowas. Ja, da werden auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen über den RX8. Der ist jetzt, wie gesagt, erstmal wieder neu auf Straße. Jetzt wird erstmal eingefahren. Ich fahre den jetzt so ein, falls jemand irgendwie daran Interesse hat. Ich werde den jetzt so einfahren. Ich werde jetzt einmal hingehen, 1000 Kilometer fahren. Das Ganze dann nicht mit viel Gas oder sowas. Einfach ganz normal gediegen, noch nicht mehr Hälfte Gas oder sowas. Und ja, dann den Motor schön seicht einfahren. Ja, dann auf jeden Fall die 1000 Kilometer wenig Gas geben und unter 4000 Umdrehungen bleiben.
dann sollte das eigentlich schön eingefahren sein erstmal. Und dann werde ich es so machen, manche machen es anders, es gibt keine richtige genaue Sache, wie man den Motor jetzt einfahren sollte, beziehungsweise nicht so, wie ich es jetzt gefunden habe. Ich werde dann auf jeden Fall, sobald ich 1000 Kilometer gefahren bin, werde ich Öl wechseln, dann werde ich hingehen, einfach weiterfahren und dann pro 100 Kilometer werde ich dann einmal 1000 Umdrehungen höher gehen. Sprich, bei 1100 Umdrehungen werde ich dann bei 1100 Kilometern werde ich dann auf 5000 erhöhen, also dass ich zwischen immer 5000 Kilometer Umdrehungen fahre, dann ab 1200 6000 Umdrehungen und halt immer so weiter. Und bis ich dann irgendwann bei den 10.000 bin, also das dürfte dann ungefähr bei 1600 Kilometern sein, dass der Motor dann für mich vollends eingefahren ist. Und dann kommt Vollgas. Ansonsten, der Motor, wie gesagt, ist erstmal drin. Ich hatte bisher noch keine Probleme zum Glück. Der Motor lief am Anfang, die ersten 100, 200 Kilometer, ein bisschen, ja, nicht schlecht, aber so ein bisschen hakeliger, also so ein bisschen unruhiger. Aber jetzt läuft er ohne Probleme. Ganz ehrlich, wenn der Motor an ist und er irgendwo steht und du den Sound nicht hören würdest du es im Auto nicht merken. Das ist schon krass bei den Wankelmotoren. Deswegen, da läuft er auch ohne Probleme relativ sehr perfekt. Geht ohne Probleme an, auch wenn er jetzt warm ist oder sowas. Also wenn ich ihn heiß gefahren habe, was heißt heiß, halt betriebswarm, und den ausschalte und direkt wieder anschalten möchte, funktioniert ohne Probleme, habe ich gar keine Probleme mit. Als der Motor angefangen hat, Probleme zu machen, beziehungsweise als ich ihn gekauft habe, kurz danach ging das gar nicht mehr. Da muss ich an der Tankstelle ein paar Minuten mehr warten, damit ich da jetzt nicht stehen bleibe. Übrigens, apropos Tankstelle, mit dem Wagen premixe ich auch. Ich habe ganz am Anfang premixt, also ganz am Anfang, erster Start, habe ich natürlich direkt angefangen zu premixen. Und ich fahre jetzt die ersten 1000 Kilometer auch einen sehr, ja, was heißt sehr starken, aber schon einen größeren Anteil Premix, als ich sonst fahren würde. Und wenn ich den Motor eingefahren habe, werde ich ein bisschen mit Premix reduzieren. Da werde ich, glaube ich, irgendwie so auf 200 bis 250 Milliliter und dann immer schön vorm Tank eben da rein. Und dann ja einmal komplett voll tanken. Wie gesagt, ihr könnt euch noch auf jeden Fall auf weitere Videos freuen mit dem Auto. Da kommt noch relativ viel, was so außentechnisch möglich ist, was man da jetzt außen machen kann. Ich denke mal, es wird nicht so krass eskalieren wie mit dem MX-5. Aber das habe ich beim MX-5 auch am Anfang gesagt. Mal gucken, was da noch passiert. Aber ich sag mal so, beim EX8 ist das Ganze so ein bisschen sehr viel teurer. Deswegen da mal gucken, was da so passiert. Wie gesagt, es sind jetzt aber erstmal ein paar Sachen geordert. Und da werde ich jetzt mal gucken, wann die alle ankommen. Sollten eigentlich relativ zeitnah ankommen. Ja, an sich würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich glaube, ich habe jetzt über 20 Minuten aufgenommen, was sehr, sehr viel ist, was ich alles noch wieder komplett runterschneiden muss. Aber das war jetzt mal so ein kleines Infovideo, beziehungsweise so ein kleines Video, ja, dass der EX8 jetzt wieder fährt, was die meisten Fragen waren, die ihr mir gestellt habt und was mit dem Auto noch in Zukunft passiert. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das kleine Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, sagt mir aber warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.